Was hat die Schweizer Armee mit Robotik zu tun? Mein Name ist Brigadier Stefan Christen, ich bin Kommandant des Lehrverbandes Genie-Rettung ABC. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin verantwortlich für die Rettungstruppen, die Genie-Truppen, die ABC-Truppen und KAMIR-Verantwortlichen. Ich möchte Ihnen in den nächsten Folien kurz aufzeigen, was diese tun. Die Rettungstruppen, wie auf dem Bild dargestellt, werden in Schwersttrümmerlagern, Industriebränden und Waldbränden eingesetzt. Ein Hochrisikogebiet, in welchem sich diese Menschen einem großen, doch potenziellen Risiko aussetzen. Die Genie-Truppen werden eingesetzt zur Beweglichkeit, zum Öffnen von Straßen, Brücken bauen und das in einem großen Risikogebiet wie eine Naturkatastrophe und versuchen dort die Zugänge wieder zu öffnen, sodass die Zivilbevölkerung wieder in ihre Täler oder in ihre Ortschaften zufahren kann. Die atomar-biologisch-chemischen Abwehrspezialistinnen und Spezialisten der ABC-Truppen werden eingesetzt beim Dekontaminieren, beim Testen, beim Probeaufnehmen, aber auch bei der forensischen Analyse hochgefährlicher Gefahrenstoffe. Und schlussendlich die KAMIR-Spezialisten, welche eingesetzt werden wie Bombenentschärfer für Minen- und Sprengstoffräumung, bei welchem bereits heute Roboter zum Einsatz gelangen. Nun, für was brauchen wir diese Roboter in der Armee? Das höchste Gut, welches wir einsetzen, sind unsere Soldatinnen und Soldaten. Und diese Menschen möchten wir einem möglichst kleinen Risiko aussetzen. Teilweise haben wir bereits heute Roboter im Einsatz. KAMIR bedient sich diesem fahrbaren System. Dieser Roboter heißt Theodor und Theodor ist befähigt, mit Kameras und unterschiedlichen anderen Systemen eine Bombe zu analysieren, zu röntgen oder zu zerstören. Wir haben aber auch Einsätze, in welchen wir immer noch den Mensch zuvorderst einsetzen. Hier sehen Sie ein Beispiel von diesem Frühling in Äquatorialguinea. Dieser Mitarbeiter meines Lehrverbands nimmt Proben in einem detonierten Munitionsdepot und versucht, chemische oder vielleicht sogar radiologische Strahlungen und Messungen sicherzustellen. Hierfür möchten wir in Zukunft nicht den Mensch einsetzen, sondern Systeme, die das für uns übernehmen. Wir möchten also in Zukunft mit der Robotik in ganz speziellen Einsatzgebieten zum Einsatz gelangen. Es geht um die Brandbekämpfung von Industriebränden, bei welchem es auch chemische Austritte haben kann. Es geht um die ABC-Aufklärung, die atomar-biologisch-chemische Aufklärung. Es geht um Suchmissionen, um Menschenleben aus Schwersttrümmerlagen bergen zu können. Es geht um Räumungen im gefährlichen Umfeld von Naturkatastrophen mit Baumaschinen. Es geht also darum, in Hochrisikogebieten, dort wo die Armee zum Einsatz gelangt, die Soldatinnen und Soldaten diesem Risiko so weit wie möglich zu entziehen. Wo wollen wir nun diese Systeme einsetzen? Wir haben bereits 4 Systeme, welche wir am Weiterentwickeln sind, gemeinsam mit unseren Partnern, der Arma-Swiss, den Universitäten, aber auch Start-ups. Einerseits Scubo 2.0, ein Tauchroboter, welcher, wenn es dann soweit ist, in der Entwicklung unsere Taucher unterstützen soll, in Seen und Bächen eventuell Munitionsrückstände zu bergen. Der UGV3 ist eine Multi-Use-Plattform, ein autonomes System, welches zum Beispiel bei der Brandbekämpfung wie auf diesem Bild eingesetzt werden kann. Industriebrände, in welchem Soldatinnen und Soldaten nicht zuvorderst stehen sollten. Der Amano, ein Schreitbacker, modernestes System, welches selbstständig ferngesteuert mit unterschiedlichen Sensoren in einem Hochrisikogebiet, wie zum Beispiel mit Holz, in Zukunft seine Arbeit tun soll. Und Bevasis, ein System, welches fertig entwickelt ist und wir zum Einsatz bereits bringen. Ein System, welches wir verhindern wollen, dass Unbefugte sich einem Risiko aussetzen in unseren Schadengebieten und wir sie wieder aus dem Schadengebiet herausgeleiten können. 4 Systeme, an welchen wir bereits arbeiten, weitere, die in der Entwicklung sind, an welchen in Zukunft die Soldatinnen und Soldaten selbst ausgebildet werden sollen. Dass das möglich ist, müssen verschiedene Schritte noch getätigt werden. Zum Beispiel müssen wir diese verschiedenen Systeme zur Einsatzreife bringen. Gemeinsam mit der Industrie, mit den Universitäten der Arma-Swiss müssen diese Systeme so weit entwickelt werden, einen Reifegrad erhalten, dass wir als Armee dieses System kaufen können. Schlussendlich müssen aber diese Systeme einen Mehrwert generieren und keinen Mehraufwand.
Und ganz wichtig für unsere Armee, sie müssen zuverlässig und einfach zu bedienen sein, dass in diesem doch sehr kritischen Umfeld wir verlässliche Systeme nutzen können. Geschätzte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich konnte Ihnen aufzeigen, wie die Armee gemeinsam mit ihren Partnern den Weg der Robotik beschreiten möchte. Was sind nun die technischen Herausforderungen, die nun noch gelöst werden müssen? Dies erfahren Sie im nächsten Video. Besten Dank.